kann dann davon ausgehen, dass alle im Team wissen, was abgeht. Man möchte ja nicht falsch taufen. Ne? Ich bin ein Automatisierungsfan und ich bin auch ein Fan von Vereinfachung. Also gerade so redundante Geschichten von Software, die mir das Leben leichter macht, bin ich sehr großer Fan. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn nachher die präsentierende Person vorne am Rednerpult steht und sagt, ja, das ist ja gar nicht meine aktuelle Präsentation. Hi und willkommen bei dieser Folge von Backstage bei IVEO. Heute rede ich mit Alex. Er ist Regietechniker und Bildmischer und außerdem auch Riesenfan von automatisierten Workflows. Heute reden wir nicht nur eben über diese, sondern auch über seinen Werdegang und die Zusammenarbeit mit IVEO, unserer Plattform, die Eventplanung und Produktion zusammenführt. Und dieses Mal aus der Perspektive des Bildmischers. Viel Spaß. Ich bin Alexander Kurek. Ich habe 2018 meine Ausbildung angefangen, 2020 abgeschlossen und bewege mich jetzt so immer mal durch die Medienlandschaft. Habe vorher in einem Kameraverleih gearbeitet, alles gemacht von Werbung, Regionalfernsehen, Radio, überall mal reingeschnuppert und jetzt auch schon seit fast 4 Jahren bei Jakobs Medien. Habe mich dann eher Richtung Live orientiert, weil ich das irgendwie mehr mag als so klassische Setarbeit und klassische Filmsets und Fernsehproduktionen. Bildmischung ist am Schluss, um das mal ganz runterzubrechen, sorge ich nachher für das Sendebild im Prinzip. Also ich habe mehrere Quellen, Kameras, PowerPoint-Präsentationen, Logos und die mische ich quasi alle zusammen und sorge dann dafür, dass der Zuschauer am Schluss quasi ein fertig gestyltes Bild hat. Bevor wir IVEO genutzt haben, ist es immer so ein bisschen davon abhängig, bei welcher Firma man arbeitet und auch mit welchem Endkunden man arbeitet. Man sucht sich das Material dann, man kriegt sehr viel unterschiedliches Material, muss sich das dann bündeln. Das macht zum Glück oft die Projektleitung, muss aber manchmal auch ich machen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn nachher die präsentierende Person vorne am Rednerpult steht und sagt, ja, das ist ja gar nicht meine aktuelle Präsentation. Ich bin ein Automatisierungsfan und ich bin auch ein Fan von Vereinfachung, also gerade so redundante Geschichten. Wie kriege ich es hin, dass so ein Prozess so weit automatisiert ist, dass ich trotzdem noch Zugriff drauf habe quasi, auf die einzelnen Punkte im Prozess, aber ich möchte jetzt nicht jedes Mal alles neu anfassen von Grund auf. Von Software, die mir das Leben leichter macht, bin ich sehr großer Fan. Verständlich. Ja. Weil man kennt es ja von sich selber, bei wiederkehrenden Aufgaben macht man schnell auch mal einen Fehler, weil man blind wird für das, was man da gerade macht. Weil man dann einen wiederkehrenden Prozess hast, du machst immer Copy and Paste zum Beispiel und dann achtest du aber nicht mehr drauf, habe ich jetzt überhaupt das Richtige da noch reinkopiert. Top 30 hatten wir ja das erste Mal so richtig IVEO auch bei uns voll implementiert. Also beziehungsweise das erste Mal, dass ich damit im größeren Stil zusammengearbeitet habe. Und IVEO ist bei uns dann immer auf mindestens einem Bildschirm, eigentlich auf 2, aber auf einem, wo ich zumindest sehen kann, was gerade passiert. Und die folgt am Schluss dem, was Christoph Borstel an seinem Rechner durchklickt. Wir haben das tägliche Programm gezeigt, was sich dann auch immer aktualisiert hat. Das heißt, da war morgens stand immer noch die Pressekonferenz mit drauf und der aktuellste Programmpunkt wurde gehighlightet. Wir haben uns die Hintergründe für Picture-in-Picture und für diese Zuschalten haben wir uns auch von da gezogen und die Vorortbespielung, die Kollegin vor Ort gemacht hat. Die bespielt ja quasi auch nochmal Bildschirme. Da gibt es dann einen Bildschirm am Eingang, da gibt es dann Bildschirme auf der Stage. Und die hatte sie auch mit Grafiken aus IVEO bespielt. Und da wurde zum Beispiel auch mal was angepasst für den Pink Day, genau. Und sowas ist natürlich geil. Dann kann ich einfach sagen, ich nehme den gleichen Slot, ich muss nichts an der Grafik ändern, das wird im Hintergrund gemacht und ich schnapp mir einfach nur den Output von dieser Unterwebsite quasi. Ja. Sowohl wir selber als auch Christoph können diese Bilder von den Personen, die auf den Panels sitzen, sehen und anklicken. Dieses Bilder sehen ist immer ganz wichtig für einen Bildmischer, weil
ich ganz oft das Problem habe, dass ich die Person auch nicht kenne. Und um die jetzt zuordnen zu können, nicht nur über den Namen und dann selber googeln zu müssen, so wie man es früher dann auch gemacht hat, machen wir es nicht mehr so, dass wir jetzt eine Hintergrundgrafik uns rausrechnen oder irgendwie eine Titelseite, also einen Chart uns rausrechnen und das jedes Mal wieder aktualisieren müssen, wenn es eine neue Veranstaltung gibt, sondern der neueste Veranstaltungspunkt wird, wenn der live gesetzt wird von Christoph, dann geht der raus auf die verschiedenen Kanäle. Die kann ich mir wiederum mit meinem Bildmischer abgreifen, kann dann jedes Mal, ohne das zu aktualisieren, mit gutem Gewissen dieses Chart reingeben, weil ich weiß, dass das der aktuellste Stand ist gerade. Das heißt, wenn eine Person angeklickt wurde, dann wird auch automatisch die Bauchbinde für diese Person erzeugt. Und ich kann dann guten Gewissens, wenn ich sehe, da wurde jetzt draufgeklickt oder ich habe selber auf die Person geklickt, und ich sehe, die Bauchbinde hat sich aktualisiert, kann ich die einfach guten Gewissens reingeben und muss halt nicht vorher mir aus entweder 50 Bauchbinden die richtige suchen. So, und das sind die Momente, da nimmt IVEO schon auch Druck raus und vor allem halt einfach erleichtert einem einfach das Leben, weil man weiß, dass es funktioniert. Also wenn ich sehe, da steht live, dann weiß ich, dass diese Grafiken aktualisiert sind, dann weiß ich, das sind die richtigen Bauchbinden drin und dann weiß ich eben auch, das ist die richtige PowerPoint. Wir haben schnell mal eine Person ausgetauscht oder wir haben schnell mal noch einen Dolmetscher hinzugefügt oder schnell mal noch einen Stream hinzugefügt. Vor der Veranstaltung ruft mich die Kundin an und sagt, ich habe doch noch was ich jetzt vor der Deadline nicht durchgepresst bekommen habe. Könnt ihr das noch schnell anpassen? Und dass das halt auch schnell geht in IVEO, ist halt ein großer Vorteil. Also selbst wenn dann das Programm fertig ist, dass dann man immer noch die Möglichkeit hat zu sagen, okay, flexibel tausche ich trotzdem immer noch Sachen aus im Backend. Da hatten wir aber keinen Fehler, weil wir durch IVEO da immer auf dem neuesten Stand waren. So, das war das, was ich festgestellt habe. Genau, ich muss nichts machen. Das ist das Schöne. Ich muss nichts machen. Genau. Wir mussten weniger sprechen. Also die Personen, die in Belém gearbeitet haben, die haben schon ein hohes Pensum da vor Ort. Das ist anstrengend. Und dann brauchen die auch ihre Pausen. So. Und vorher hat man immer sehr viel Zeit damit verbracht, quasi dann doch nochmal vor der Veranstaltung miteinander zu sprechen und die Sachen auch noch sehr detailliert durchzusprechen und auch sich gegenseitig den Content nochmal zu zeigen und zu sagen, okay, ist das jetzt das Richtige, ist das nicht das Richtige? Und IVEO verkürzt es schon so ein bisschen. Also ich würde das so ein bisschen als, wie man bei KI auch gerne sagt, so Zeitkompression ist das am Schluss. Ne? Also ich komprimiere meine Zeit, die ich brauche, um diese Veranstaltung vorzubereiten. Und zwar von 20 Minuten auf 5 Minuten. Also ich habe mit Christoph deutlich weniger gesprochen. Man hat einmal kurz reingeschaut, hat geschaut, okay, da ist eine Präsentation angekündigt, liegt die Präsentation vor? Ja, liegt vor. Okay, alles klar. Und weiter. Dadurch habe ich mehr Zeit, um mich besser vorzubereiten. Also ich muss dann, um mich auf die Veranstaltung vorzubereiten. Es sorgt auch für weniger Datenmüll, sage ich mal. Weil du hast ja alles nachher lokal auf dem Rechner drauf, ganz oft. Nach der Veranstaltung hast du irgendwie 3 Ordner voll mit Regieplänen, mit Content, mit Videos, mit Stuff, den du ganz oft geändert hast. Am Schluss kannst du dann einfach sagen, okay, hier ist dein IVEO-Zugang, lad's einfach selbstständig hoch. Du hast einen Internetzugang und ich lade mir das dann runter und ersetze das einfach. Ja. Und dadurch habe ich auch weniger Müll am Schluss. Also du bist effizienter, alle sind eher auf demselben Dampfer. Also es sorgt ein bisschen dafür, dass die Informationen besser verteilt sind, immer live verteilt sind, alles sich aktualisiert. Und ich glaube, dass der Regisseur am Schluss weniger Arbeit einfach hat. Man braucht weniger Vorbereitungszeit insgesamt. Ich kann dann davon ausgehen, dass alle im Team wissen, was abgeht. Ja. Genau, man kann sich auf seinen Job konzentrieren. Weniger Stress und mehr Sicherheit. Das ist, glaube ich, so mein Fazit, was ich da draus ziehe. Mehr Ruhe, mehr Sicherheit. Ja.